Du möchtest deine Wohnimmobilie energetisch sanieren, zum Beispiel eine Photovoltaikanlage aufs Dach bauen, eine Wärmepumpe installieren, die Heizung optimieren, die Fassade oder das Dach dämmen etc. pp. Da gibt es ja verschiedenste Vorhaben. Das kannst du unter anderem auch aus deinem Wohnriester-Vertrag bedienen. Das heißt natürlich Eigenkapital, eventuell staatliche Förderungen und jetzt kommt noch dieser Bereich Wohnriester hinzu. Dieser Wohnriester-Vertrag ist ja genau für solche Vorhaben installiert worden, wie zum Beispiel den Kauf oder den Umbau einer Immobilie und seit Januar 2024 mit dem Energiegesetz kannst du auch Geld aus deinem Wohnriester-Vertrag hierfür benutzen. Es müssen aber immer 3.000 Euro in diesem Vertrag bleiben. Das heißt, bis zu diesem Sockelbetrag kannst du das Geld eben für dieses Vorhaben benutzen. Wie läuft das Ganze jetzt ab? Wichtig ist im Vorfeld erstmal bei der Fachfirma nachfragen, ob dieses Vorhaben dementsprechend auch steuerlich geltend gemacht werden kann, beziehungsweise eben energetisch auch sinnvoll ist. Wird das bestätigt, dann kannst du bei der Deutschen Rentenversicherung einen Antrag stellen, eben für dieses Vorhaben. Von der Fachfirma kriegst du natürlich dementsprechende Bestätigung bzw. auch einen Kostenvoranschlag und nachdem dieses bestätigt worden ist und gehst zu deinem Wohnriester-Anbieter und reichst dementsprechend deine Bestätigung ein. Wichtig hier, es können Gebühren anfallen, also sobald Geld aus dem Vertrag entnommen wird, gibt es eine Auszahlgebühr. Und im Vorfeld würde ich dir empfehlen, dort anzufragen, wie hoch diese Gebühr ausfällt, damit eben am Ende nicht das böse Erwachen kommt. Also, wichtig für dich, in der Videobeschreibung habe ich dir Links eingefügt, die dich eben weiter informieren können, beziehungsweise du gelangst hier direkt auf die Seite und kannst dir dieses PDF-Antragsformular runterladen und dementsprechend natürlich dann einreichen etc. pp. Also, nochmal wichtig, wenn du bei der Wohnriester Geld entnimmst, fehlt das natürlich am Ende in diesem Vertrag. Dafür hast du aber dieses Geld sinnvoll investiert, wie zum Beispiel Photovoltaik. Dadurch bist du energetisch etwas unabhängiger bzw. verbrauchst insgesamt weniger Strom, weil du selbst produziert oder dämmst und dann dementsprechend weniger heizen musst etc. pp. Also du hast auch hier, wenn du Geld entnimmst, natürlich Einbußen im Alter, wenn du es als Altersvorsorge betreibst, aber dafür investierst du jetzt aktuell in eine Technologie, die dir weiter beim Sparen hilft. Also du kannst mal durchüberlegen bzw. mit den Links dich weiter informieren, ob es für dich wirklich sinnvoll ist, an dieses Geld zu gehen. Ansonsten ist es natürlich eine klasse Sache, dass du aus diesem Vertrag Geld entnehmen kannst, um deine Vorhaben zu realisieren. Das war es kurz und knapp der Riester-Vertrag finanziert dir deine energetische Sanierung. Lass am Ende noch ein Like und Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund um Finanzen und Versicherungen. Bis dahin, ciao, euer Nico.